Nikolai Kapustin mit Jazz-Trio, mit Big Band und mit einem Sinfonieorchester. Das Frank Dupré-Trio gemeinsam mit den beiden tollen Klangkörpern des SWR, nämlich die SWR Big Band und das SWR Sinfonieorchester. Es ist sehr virtuos, man hat allerhand voll zu tun und trotzdem ist es so, dass wir im Trio und auch der Rest der Band in diesen Aufnahmen eigentlich immer mit einem breiten Grinsen sitzen, weil das einfach zu hören und zu spielen ganz große Freude macht. Für mein Instrument, also für das Drumset, ist natürlich Nikolai Kapustin eine unglaubliche Schatzkiste. Ich habe da so eine vermittelnde Rolle, finde ich, und ich habe eigentlich die Möglichkeit, diese Rolle relativ frei zu interpretieren. Der Komponist stellt sich was vor, schreibt es dann und wenn man viel Erfahrung hat, dann kann man da übersetzen, was denn wirklich am sinnvollsten ist für die jeweilige Musik. Ja, es ist eine wahnsinnige Vielzahl von Stilen auf dieser CD vorhanden. Einerseits wirklich Oldschool Big Band Stücke im älteren Stil Richtung Duke Ellington. Dann aber auch merkt man, dass Kapustin wirklich ja in dieser Zeit gelebt hat, wo der Jazz sich wahnsinnig weiterentwickelt hat und der muss da in Moskau mit ganz großen Ohren gesessen haben und das alles mitverfolgt. Und so ist es dann zum Beispiel so, im 6. Klavierkonzert, das ist ein letztes Klavierkonzert, spiele ich auch viel E-Bass und da klingt das schon wahnsinnig nach Fusion, nach Jazzrock teilweise. Ja, ein Riesenglücksgriff für mich ist natürlich, dass ich den Frank kennengelernt habe und seither auch die Musik von Nikolai Kapustin. Es gibt wenige klassische Pianisten, die so gut spielen wie er und dann noch Jazz in seinen ganzen Stilen und Facetten. Ist es einfach genial, wie er einfach stilsicher und hochvirtuos diese Musik interpretiert. Ein ganz besonderer Höhepunkt auf diesem Album ist die Toccata Opus 8. Denn dieses Werk hat Kapustin selbst früher in seiner Big Band gespielt. Es gibt eben diesen Clip von ihm auf YouTube. Man sieht ihn circa 2 Minuten extrem virtuos auf dem Klavier spielen. Das ist wirklich abgefahren. Und wir haben dann nach den Noten gesucht. Allerdings haben wir die Noten nicht gefunden. Und wir waren lange auf der Suche, bis dann doch der Schott Verlag uns die Noten zur Verfügung gestellt hat, nämlich das Manuskript, die Handschrift von Kapustin. Und als ich dann diesen Clip auf YouTube mit der Handschrift von Kapustin verglichen habe, habe ich gemerkt, da ist ja viel mehr Musik in der Handschrift, in den Noten. Das heißt, in diesem Video ist nur die gekürzte Fassung gespielt. Deshalb ist unsere Aufnahme von der Toccata Opus 8 die erste offizielle, komplette Aufnahme von diesem Werk. Swing in vollem Tempo mit allem drum und dran und dann so ein genialer Rhythmuswechsel, was man wirklich sich echt gut überlegen muss und übrigens auch gut spielen muss. Und die Saxophone zu hören und die Trompeten mit ihren Dämpfern und wie es dann einfach voll fetzt. Ich liebe Saxophone, ich liebe den Big Band Sound. Das dann auf diesem Album zusammenzubringen, alles, was ich sozusagen liebe, die Musik, die ich liebe, Jazz-Trio mit Big Band und Orchester, alles zusammenzufügen und zu integrieren, das ist ein absolut wahr gewordener Traum.